Was für ein irrer Ausblick, was für eine unberührte Naturlandschaft hier in den Bergen Albaniens. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Balkanreise hier bei Valle on Tour. In der letzten Ausgabe sind wir ja schon gemeinsam durch den Norden des Landes gereist und jetzt geht es ein Stück weit Richtung Mitte in den eher unbekannten, aber wunderschönen Lure Nationalpark. Der ist so schwer zu erreichen, dass die meisten Albaner diese Region überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Wer aber diese Region um den Lure Nationalpark ganz besonders auf dem Schirm hat, ist mein Kumpel Pavel. Den habe ich 2019 kennengelernt beim Elefantentreffen. Das Video habe ich euch hier oben verlinkt, kann ich euch nur sehr ans Herz legen, wenn ihr über 5000 verrückte Motorradfahrer beim Zelten im Schnee mal über die Schulter schauen wollt. Pavel hat es sich zur Mission gemacht, über 2000 Bäume im Lure Nationalpark zu pflanzen. Ja, wenn ihr jetzt glaubt, wir schauen jetzt so einem Biologen die ganze Zeit über die Schulter, dann habt ihr euch getäuscht. Denn Pavel zeigt mir eine Offroad-Strecke durch den Lure Nationalpark. Das härteste, was ich jemals in meinem Leben mit einer großen Reise-Enduro im Gelände erlebt habe. Aber seht selbst, ganz viel Spaß. Noch ein kurzer Hinweis an alle, die diesen Kanal noch immer nicht kostenfrei abonniert haben. Klickt doch einfach unten ganz schnell auf den Abonnieren-Knopf. Klickt auf die kleine Glocke dahinter, damit ihr nie wieder etwas verpasst. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir zum Schluss doch gerne einen Daumen und einen lieben Kommentar da. Jetzt aber erstmal Film ab, viel Spaß. Ja, die letzten Tage habe ich dafür genutzt, um mich zu erholen. Und ihr hört es an der Stimme auch noch, ein bisschen belegt ist immer noch alles. Mich hat eine ganz fiese Erkältung flachgelegt. Und bevor ich heute meine lange Tour starte, es sind über 200 Kilometer Asphalt, die jetzt auf mich warten, gehe ich hier erstmal tanken. So, Uschi hat damit auch schön gefrühstückt. Der Spritpreis ist hier übrigens nicht wirklich viel günstiger als in Deutschland. Witzig ist auch, dass sie ganz viele alte deutsche Tankstellenpumpen haben. Jetzt in meinem Fall war das gerade eine alte Jet-Tankstelle. Da war auch noch in Deutsch alles aufgeschrieben. Heute habe ich übrigens mal von Anfang an mein Halstuch an und auch ein Pulli drunter, denn es sind nur kühle 15 Grad. Das hatte ich jetzt auf dieser Tour auch noch nicht wirklich häufig, so kalte Temperaturen in den letzten Wochen. Und ihr seht es auch, keine Sonne am Himmel. Es ist bewölkt. Es hat hier in den vergangenen Tagen auch immer wieder geregnet und dieser Mix aus Sand, Staub, Geröll auf den Straßen bedeutet nicht immer unbedingt was Gutes, wenn es auch noch feucht wird. Deswegen lasse ich das heute ganz genüsslich und gemütlich angehen und habe noch circa 200 Kilometer vor mir, bis ich Pavel treffe. Für mich gilt heute also herauszufinden, ob Albanien für Straßentourenfahrer geeignet ist. Also für diejenigen, die auch im Ausland gerne unterwegs sind, ein paar wildere Länder entdecken und auch nicht gleich weinen anfangen, wenn so ein bisschen Schotter nach einem schlechten Regentag hier auf der Straße mal liegt. Macht man halt ein bisschen langsamer, guckt man, sieht man, dass da was liegt. Wunderbar, bereitet man sich drauf vor und weiter geht's. Denn Albanien hat an vielen Stellen solche Straßen wie jetzt hier, die mich über die Berge, hunderte von Kilometer kurvig weiterführt. Man muss langsam machen, man kann nicht wie in Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol um die Kurven ballern. Ihr seht, ich fahre gerade 50 und viel schneller möchte ich hier an einigen Stellen auch gar nicht unterwegs sein. Und der Ausblick von hier oben ist einfach nur traumhaft schön. Und man kommt um die nächste Kurve und sieht wieder so einen Wahnsinns-Canyon da mit dem Stausee dort unten. Hier ist richtig viel Zeug runtergekommen durch die letzten Tage starken Regenfalls. Hat es richtige Abgänge gegeben. Boah, hier muss es so heftig geregnet haben. Und dann hört auch mal ganz kurz der Asphalt ein bisschen auf. Da muss man hier auch als Biker durch, das gehört dazu. Geht aber auf den Hauptwegen hier dann in der Regel gleich asphaltiert weiter. Wahnsinn! Schaut mal da drüben, da seht ihr, wie der weitere Straßenverlauf ist. Das ist ungefähr gleichzusetzen irgendwie mit Norwegen.
Also man fährt auch hier diese Fjorde entlang. Da unten ist zwar kein Wasser, sondern nur eine tiefe Schlucht. Aber es sieht so ähnlich aus, ne? Um ein bisschen vorwärts zu kommen, muss man unglaublich viele Kilometer fahren. Und das nächste Mal links abbiegen in 37 Kilometer. Bis dorthin nur Kurven. Kurven, noch mehr Kurven, immer mehr Kurven. Also bis heute Abend. Ist das irre. Ja, ihr kennt mich. Ich winke auch der Polizei. So, jetzt gehen wir von der kleineren asphaltierten Nebenstraße auf die asphaltierte Hauptstraße. Ja, auf dieser größeren Straße, da lässt es sich schon viel besser wedeln. Was für irre Straßenverläufe, oder? Wenn man da hinten in den Berg guckt, dann sieht man da unten wieder ein bisschen was von der Straße. Da ganz hinten langlaufend, der ganze Berg entlang, mein weiterer Weg. Für ein paar Meter muss ich jetzt hier Autobahn fahren. Ich weiß zwar nicht, was es hier für irgendwelche Mautvorschriften oder Vignetten oder sowas gibt. Würde ich jetzt sagen, ignoriere ich mal ganz kurz. Ich bin auf der Suche nach etwas zu futtern. Hab Google gefragt und Google sagt, das muss jetzt hier irgendwo sein. Da startet man nach dem Mittagessen wieder in die Berge. Die Sonne, sie kommt raus, der Himmel öffnet sich und dazu dieses Panorama, diese Berge. Wow, bin begeistert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas jemals in meinem Leben gesehen habe. Aber ich weiß nicht, wie gut ihr es sehen könnt wegen dem starken Gegenlicht gerade. Aber dieser Fels hier schaut ja aus. Wahnsinn. Ich glaube, so einen geformten Fels habe ich noch nie gesehen. Der Stein sieht irre aus. Mal gucken, ob ich das aus der Luft für euch ein bisschen besser dokumentieren kann. Ja, darf ich vorstellen, das ist Pavel, der gerade seine Yamaha 700er Teneré auffüllt. Er wird mir jetzt hier die Region um den Lure Nationalpark zeigen. Denn da kennt er sich aus wie in seiner Westentasche. Und warum, das erfahrt er auch noch im Laufe dieses Videos. Jetzt ist es aber schon ziemlich spät, die Sonne geht gleich unter und er hat gesagt, wir haben noch ein gutes Offroad-Stück vor uns. Also so ein bisschen wie der Island-Style, Asphalt. Und jetzt kommen wir zur Pavels Hausstrecke. It's your home route, right? My home route, yeah. For fuel, for money, you do what we're gonna do today. Nice.
Ja, es ist schon spät, liebe Leute. Und wir lieben es trotzdem, hier noch Motorrad zu fahren. Ah, das ist, was er nennt Little Mongolia. Ich sollte lieber bei ihm bleiben und nicht hier so durch die Matsche fahren, oder? Ah, jetzt hänge ich drin, jetzt hänge ich drin. Es ist so Klassiker. Es ist der Klassiker. Er fährt da rechts oben, ich fahre unten durch die Matsche. Es ist doch immer wieder der Klassiker, wie ich es schaffe, die schlechteste Spur zu finden. Na, ich bin noch ganz gekonnt drumherum gekommen. Nee, nee, nee. Das sieht ja wirklich gut aus hier. Ein kleines Hochplateau, total grün. Man sieht auch, da wo nicht grün ist, ist matschig. Ah, nee, ich fahre lieber hinterm Pavel her. Er weiß, warum er da oben fährt. Hier ist alles schön trocken. Da unten ist die Matsche. Da wollen wir die Uschi heute Abend nicht mehr versenken. Toller Weg. Macht richtig Spaß, hier hochzufahren. Ist nämlich so, gerade auf so einem technischen Level, wo man sagt, ah, man muss schon ein bisschen gucken, dass man hier nicht über jede Kante mit dem Vorderrad direkt knall drauf fährt. Also Kopf aus und gib ihm. Nee, das funktioniert hier nicht. Zum Drohnefliegen würde sich dieser Weg natürlich perfekt eignen. Aber bei dem Licht jetzt gerade keine Chance. Die Drohne sieht mich dann nämlich nicht und das Bild ist dann viel zu krisselig und wie gesagt, sie kann mir dann auch einfach nicht folgen, weil sie mich visuell erkennen muss. Und das schafft sie bei den Lichtverhältnissen einfach nicht mehr. Und das macht dann keinen Sinn. Dann spare ich mir die Drohnenakkus lieber für morgen auf, denn da möchte mir Pavel auch noch die ein oder andere coole Stelle zeigen. Ups, das war jetzt ein starker Schlag. Was die Karre aushalten muss. Arme Uschi. Uschi, mach jetzt langsamer, okay? Das hat gerade so gescheppert. Das ist sogar in mein Kleinhirn hat's gescheppert. Also während diesem kleinen Einschlag in meinem Vorderrad konnte ich so richtig die Verformung der Speichen in meinen Griffen spüren. Also so ein ganz, ganz tolles Gefühl, was man unbedingt braucht hier am Ende der Welt. Dafür haben wir ja die Kreuzspeichenräder, gell? Die müssen die Energie absorbieren, auf die andere Seite übertragen und danach sagen, auf geht's Valley, gib ein bisschen Gas. Nicht. Ja, Pavel hat gerade gesagt, hinter den Hügeln, die hier vor uns liegen, da liegt sein Ort Lure. Dort ist er monatelang im Jahr beschäftigt, um ein Aufforstungsprojekt nach vorne zu bringen. Oh, hier ist aber richtig viel. Nicht dein... We both crashed! No way! Wir sind beide auf die Schnauze gefallen. Wie krass. Look where the local guide guides us. Dass wir uns da jetzt beide in diesem blöden großen Schlammloch umgelegt haben, das ist ja wohl wirklich ein Bild für die Götter, oder? Oh, ein Traum. Wir fahren hier gerade durch die Mongolei in der Nacht, liebe Leute. So viel anders sieht es auch nicht aus. Spät am Abend sind wir dann endlich in dem kleinen Bergdorf angekommen und am nächsten Morgen wartet schon ein sonniger Tag auf mich. Trotz des blauen Himmels war es hier oben in den Bergen ziemlich frisch und so verbrachte ich den Tag mit dem Videoschnitt am Kamin, bevor am Abend Pavel zu einem gemeinsamen Essen vorbeikam. So this is very nice because what they brought is a traditional Dibran dish, an Albanian dish, and this one is baked actually together with the chicken. So the pasta has really strong flavor of the chicken in it, so that's very nice of them. And this is called flea, and usually it's baked in bigger trays than this. And if you can imagine, it's basically pancake on pancake, and between is the butter. But it's not sweet. It's usually, and it's usually for very special occasions. They make it in the trays big like this, and whole family shares it and all that. So that's also very, very traditional. And then we have kos, obviously, and we have the salad. So good appetite. Yeah, both me.
Good morning. Good morning. We're going to the Lakes of Lure on one of the tricky parts of Trans-Euro Trail Albania. Nice. And we're going there also to see where we're going to plant the trees. So it will be a very adventurous day. Let's see, it depends. For some people this is impossible. I have not seen GS here, but I think that for a competent rider it's just not the problem, because it's just a bike, right? Für Pavel und mich geht es jetzt in den Lure Nationalpark, der hauptsächlich dadurch bekannt ist, dass hier eine Vielzahl von Seen hoch oben in den Bergen ist. Und die Leute, wenn sie hierher kommen, weil der Ort ist wirklich sehr abgelegen und auch nicht über eine asphaltierte Straße erreichbar, dann gehen die Leute hier oben zum Wandern und auch zum Motorradfahren. Denn dieser Weg, den ich jetzt hier gerade fahre, ist Part vom Trans-Euro Trail. Das habt ihr ja schon mal in den anderen Folgen von mir gehört, was das ist. Nämlich eine Offroad-Strecke über 50.000 Kilometer durch Europa. Und das hier ist ein besonders anspruchsvoller Teil in Albanien, sagt er. Er hat da noch nicht wirklich einen GS-Fahrer gesehen. Vor allen Dingen nicht einen mit einer Adventure und dann noch mit so viel Zusatzgepäck. Aber ich bin mir der Aufgabe bewusst, dass es heute etwas länger dauern wird, dass ich hier langsam mache und dass es mich sicherlich auch wieder das ein oder andere Mal auf die linke oder rechte Seite kippen wird. Das gehört einfach mit dazu, wie ich finde. Pavel und ich haben uns bei unserem jeweils ersten Elefantentreffen 2019 kennengelernt. Ich verlinke euch mal das Video und dort habe ich von seiner Geschichte gehört, dass er mit dem Motorrad von England nach Indien und wieder zurückgefahren ist. Und das klang natürlich sehr, sehr, sehr spannend. Yeah, I'm Pavel, Far and Further on Instagram. And what I did is I took a little CB500X from London all the way to India and back. Ja, und jetzt kommen wir hier an eine schöne steinige Stelle, wo man ganz gut mit dem Motorrad balancieren muss. Aber auch das geht selbst mit der schweren Uschi. Der Pavel ist netterweise kurz stehen geblieben, um zu gucken, geht das überhaupt, was der Typ da machen will. Aber es hat geklappt. Oh Junge, Junge, das ist ja ein guter Einstieg in den Tag. Und ich bin immer noch, ihr hört es vielleicht an der Stimme, nicht 1000%ig fit. Meine Unterkunft hier oben in den Bergen war in Ordnung. Sie war nicht so warm. Hier wird es nämlich schon ganz schön kühl, vor allen Dingen in der Nacht. Und deswegen habe ich mit Feuer geheizt. Und das ist natürlich immer nur so suboptimal, denn du hast ja natürlich einen unglaublichen Rauch in der Bude, wenn der Kamin nicht so geil abzieht. Aber ey, lieber ein bisschen Rauch, aber dafür ein bisschen Wärme. Und das ist natürlich optimal, wenn du dich nicht so 100%ig fühlst. Aber ich muss euch eins sagen, sobald ich auf meinem Motorrad bin und hier auch wieder anspruchsvolle Wege fahren muss, dann fühle ich mich gleich wieder voller Energie. Auch diese frische Luft, was haben wir jetzt für eine Temperatur? 7 Grad. Es ist also echt kalt eigentlich, aber ich fühle mich gar nicht so, als wäre es kalt. Natürlich durch die Bewegung hier auf dem Weg und auf dem Motorrad, aber durch die Konzentration wird einem natürlich sofort warm. Es ist wie Sport machen. Wow, jetzt ist es wirklich sehr gerollig hier. Unglaublich. Und da seht ihr eine leichte 700er Tenere an mir vorbeifliegen. Während ich hier auf der falschen Spur, jetzt gehe ich mal auf die richtige, mich durchquäle. Oh, wow. Schaut mal hier, das ist der erste große See. Ist das nicht ein wunderschöner Ausblick hier oben in den Bergen? Ich bin Pavel echt dankbar, dass er mich hier hingeführt hat. Und der See hinter mir heißt nicht nur großer See, er ist auch der größte hier oben im Lure Nationalpark. Und eines ist mir aufgefallen, als ich dort hingeschaut habe.
da stimmt irgendwie etwas nicht. Auf diesem Berg fehlen unglaublich viele Bäume. Es sieht ein bisschen krank, tot, komisch aus. Und jetzt kommen wir zu Pawels Mission, warum er eigentlich so viele Monate im Jahr genau hier verbringt. I'm here because I started a project which is called Trees for Lure. And as you can see behind me, there's a lot of places where the trees are cut. And actually, I came here for the first time on my way back from my Indian trip. And I traveled through here following a Trans-Euro trail. And I was really feeling, as you felt today, that something went really wrong in here. There's a lot of trees missing. And I met really nice friends in Albania in here. And we started this project to get the trees back. And that's how I end up in the middle of nowhere, as you say. Ideally, and the big goal is to create something which is sustainable in a way that we have a local team, we have sources for local trees and everything, and I would love that people who come to Lure, being Albanians or foreigners, will be able to continue this project for years and years. There's so many hectares in here which needs to be reforested. So we do have social media, we do have a website where people can register as volunteers, partners, or donate money. That's probably the one way at the moment where the help comes through before some other activities will become in the next year. Now it's the most important is to push through those 2,500 trees this year and take it to the different level next year. Hier kann man auch sehen, wie viele Bäume kaputt sind, wie viel gefällt wurde. So ein abgelegener Platz. Wahnsinn. What a beautiful spot, huh? Wow. So schnell kann's manchmal gehen, vor allem beim Motorradfahren. Ich erinnere mich zurück an meinen bisher zum Glück einzigen Motorradunfall in der Mongolei 2018. Was war ich unterm Strich im Nachhinein froh, dass ich im Ausland gut versichert war. Die Kosten für Operation, Krankenhaus und Rücktransport betrugen über 10.000 €, die ich damals mit gerade mal 10 € abgesichert habe. Nein, um mich müsst ihr euch dieses Mal keine Sorgen machen, denn während der gesamten Balkantour ist mir nichts passiert. Und bevor wir uns jetzt gleich den vielleicht anstrengendsten Teilabschnitt angucken, den ich jemals durchs Gelände gefahren bin, möchte ich mit euch über das Thema Versicherung und meinen neuen Partner Clark sprechen. Mittlerweile haben wir so gut wie unser gesamtes Leben auf so einem Gerät mit dabei. Nur beim Thema Versicherungen. Da sind wir oft ganz klassisch mit Aktenordnern und viel Papierkram zugange, verlieren bestimmt auch mal den Überblick und bezahlen unterm Strich vielleicht sogar zu viel Geld. Vielleicht sind manche von uns Bikerinnen und Bikern im Ausland gar nicht richtig unfall- und krankenversichert. Was wäre also, im schlimmsten Fall, wenn dir auf so einer Tour ein richtig harter Crash passiert und du vielleicht nicht nur krank, sondern auch berufsunfähig wirst? Speziell hier ist es wichtig, das beste Angebot zu bekommen und vor allem den Überblick zu behalten. Und dabei hilft dir die Clark-App direkt auf deinem Smartphone. Mit Hilfe von Clark kannst du kostenlos, schnell und einfach alle deine Versicherungen auf dem Smartphone verwalten. Damit bleibst du auch immer informiert, ob sich für dich ein Wechsel einer deiner bestehenden Versicherungen lohnt und erhältst über einen speziellen Algorithmus genau das Angebot, das am besten zu dir passt. Auch neue Versicherungen zu allen Themen, wie zum Beispiel Anhänger, Pkw, Motorrad, Reise und natürlich auch Haustiere, lassen sich einfach innerhalb der App abschließen. Und solltet ihr euch mit dem Code WalleOnTour bei Clark registrieren, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung, bekommt ihr einen 45 € Amazon-Gutschein
wenn ihr 3 bestehende Versicherungen hochlädt. Und selbst wenn ihr jetzt keine Lust habt, eine App runterzuladen und eure Versicherung etwas besser zu managen, findet ihr auf der Clark Homepage wertvolle Infos zum Thema Reise, Ausland und Krankenversicherung. Gerade auch für diejenigen, die planen, eine längere Tour zu machen. Schaut euch das unbedingt an. Ich habe da schon sehr viele informative Inhalte gefunden. Aber jetzt weiter mit dem Programm. So hang on, I will count till 3. 1, 2, the only important thing is here, and everything looks fine. Very tough section. Das, meine Damen und Herren, liebe ich am meisten. Du denkst wirklich, du hast dein Motorrad gerade so übel auf die Seite gelegt. Es hat so laut geknallt und geknarzt. Und klar, sie hat jetzt ein paar Kratzerchen mehr und sie hat auch eine Dulle im Koffer und so. Aber trotzdem ist mein Bauchgefühl, wenn ich mein Motorrad dann so liegen sehe, nie, ich kann jetzt nicht weiterfahren, weil jetzt ist die Hälfte kaputt. Und das liebe ich so an der GS, an ihrer Robustheit. Natürlich aber, weil ich ein paar Sachen dran gebaut habe, die nochmal helfen, dass so ein Bike nicht kaputt geht. Zum Beispiel die Ventildeckelschützer, die waren jetzt gerade elementar wichtig. Ansonsten wäre im Ventildeckel einfach mal ein Loch oder ein Riss oder irgendwas drin gewesen. Klar, ich habe Kaltmetall dabei. Ich kann sowas dann auch wieder unterwegs notdürftig flicken. Aber wenn ich es ja nicht unbedingt muss, ist es doch viel besser. Verliere ich nicht so viel Zeit und habe ein schönes Leben hier in Albanien auf dieser Wahnsinnsstrecke. Wichtig ist immer nur, dass man körperlich fit bleibt, dass man sich nicht irgendwie einen Fuß verdreht. Und ich habe irgendwie die Gabe, bisher zumindest immer, wenn ich das Bike so im Gelände leicht ablege, dass ich weder den Fuß irgendwie unter den Koffer kriege, noch dass ich mich sonst irgendwie wehtue. Ich springe dann irgendwie immer sofort zur Seite weg. Ja, und gleich den Motor ausmachen. Liegt aber auch daran, dass ich ganz locker auf dem Bike stehe, so locker wie es nur irgendwie geht. Das heißt auch meine Finger hier. Also ich kann jederzeit eine Hand wegnehmen. Es muss halt alles ganz locker am Gas- und Kupplungsgriff hängen. Ansonsten im Falle eines Sturzes fängst du dann auch nur an, dich dran zu hängen. Und das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Wow. Das ist so eine schöne Strecke hier. Wahnsinnig schön. Bin ich froh, dass ich den Pavel hier getroffen habe, wir uns verabredet haben und jetzt diese Tour hier gemeinsam fahren. Absolut gigantisch. Das ist wirklich gerade eines der heftigsten Sachen, die ich jemals mit der GS gemacht habe. That's really one of the most toughest terrain I've ever ridden. So we will do a lot of this. Today? Still to come? I see, it's still 21 kilometers to go. Damn! That's what I say, it's a unique combination of difficulty.
Yeah, it's nice. Aber es ist so heftig hier zu fahren. Das habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben erlebt. Das ist also wirklich wie einfach durch einen schweren Enduropark, und zwar den ganzen Tag über. 50 Kilometer, die wir heute hier nahezu für die GS zumindest mal hartes Enduro fahren. Also wirklich sehr anstrengend. Ah, jetzt fahren wir hier durch so ein Flussbett. Sehr spannend. Zum Glück ist kein Wasser da. Das hat er für mich abgestellt. Sehr lieb, gell? Also sowas, liebe Leute. Soll ich euch sagen, wie weit es noch ist bis zu einer rettenden Straße oder das, was man vielleicht als Straße erkennen kann? 20 Kilometer. Und wir fahren hier wahrscheinlich aktuell keinen Schnitt von 8 oder 9. Das bedeutet, wir brauchen noch Ewigkeiten. Ich hatte kurz heute Morgen mit dem Gedanken gespielt, bis nach Tirana in die Hauptstadt zu fahren. Aber das ist ja wirklich fast aussichtslos, oder? Mal gucken, wie lange das hier heute noch dauert und wie schwierig das noch ist. Also, ich muss sagen, den Tag heute werde ich wirklich, was die Schwierigkeit betrifft, nie in meinem Leben vergessen. Nein, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber tatsächlich ist es hier nochmal eine Ecke schwerer. Guckt euch mal diese Brocken an. Oh. Boah, wenn hier dein Bike runterrutscht, dann bist du aber hart am Arsch, weil das geht dann richtig schnell in einen großen Schaden. So, und jetzt geht es scheinbar nur noch hoch. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch wenn ich es oft betone, dass ich gerne alleine unterwegs bin, auf diesem Teilstück des TEDs, des Trans-Euro Trail in den Loure Nationalpark, versichere ich euch, fahrt auf keinen Fall alleine. Es ist auch völlig egal, in welche Richtung, denn beide Richtungen sind meiner Meinung nach unfassbar schwer. Mit einer großen Reise-Enduro sehr, sehr viel Technik wird von euch abverlangt und noch viel schlimmer, eine unglaubliche Ausdauer wird vom Fahrer hier verlangt. Deswegen bleibt bitte zu zweit. Tatsächlich sage ich das echt nicht häufig, aber hier lege ich es euch einfach nur zu Herzen, es tatsächlich nur so zu tun. Oha, this is very muddy. Oh, gerade noch gerettet. Ach du Scheiße. Okay, so now it's going tough, right? Yeah, it's gonna be a little bit difficult. Okay. It's not as bad as that, but it's because it's wet Yeah. and it's rocky. And Ja. Pick your line. Ja, Pavel hat mich gewarnt. Jetzt kommt ein wirklich sehr langes und sehr steiles Stück. Er sagte so 1,5 Kilometer Anstieg auf absolut losem Untergrund mit viel Feuchtigkeit, mit viel Matsch dazwischen. Oh, Pavel, do you need help? Alles gut, okay. Okay, Pavels Motorrad läuft wieder, aber er ist echt ein hervorragender Motorradfahrer. Wow, Rallye erfahren und dann natürlich auch noch mit dem richtigen Bike unterwegs. Aber Uschi ist natürlich das beste Bike und jetzt zeige ich euch, wie es geht, liebe Leute. Ja, Hochmut kommt vor dem Fall. Oh mein Gott. Oh, ich falle ja fast von der Raste runter. Oha. Das ist ein Hillclimb. Lenkt mich ab. Meine Kamera sehe ich nicht mehr auf seinem Motorrad. Die müssen wir natürlich jetzt erstmal finden.
Ja, bei der Aktion hier hochzufahren, ist Pavel vorhin mal umgefallen. Ihr habt das ja noch unten im Tal mitbekommen, dass der Motor kurz aus war. Und dabei hat es auch irgendwie meine GoPro, die ich bei ihm hinten drauf gemacht habe, erwischt. Die ist abgebrochen. Das ist mir jetzt zum Glück noch aufgefallen, sodass wir jetzt hier wieder den Berg zu Fuß runterlaufen, um noch hoffentlich die GoPro zu finden, weil da waren natürlich jetzt einige Killeraufnahmen dabei. Das wäre natürlich echt dramatisch, aber ihr wisst ja, wie ich in so einer Situation bin. Tiefenentspannt, weil ich weiß, meine GoPro, die will auch wieder zurück zu mir. Die muss ja weiterhin aufnehmen können. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die wiederfinden oder ob die in die ewigen Jagdgründe Albaniens eingeht. Mal gucken. I hit this rock. And she's still recording. Yeah. Hello. I'm sorry, GoPro. It doesn't look like it, but this is no longer really fun. So the last rain really decimated this road. This was rideable. At the moment it is pretty much nightmare to do it on a loaded bike. And I'm really curious what Vale is gonna do with this stuff, because I mean, look at that. Like sections like this, doesn't look like it, but look at that. It is not pretty, and really it hasn't been like this 3 weeks ago. So I mean, look at this. So you have to go up there, all the way up. So let's see how Vale is doing. Let's see how far is he gonna make it. So far so good. This is actually quite incredible. And look at that. Noch nie haben sich 9 Grad so warm angefühlt. Und der Pavel lässt mir jetzt hier für den zweiten Streckenabschnitt unseres 1 Kilometer langen Bergauf-Terrorabschnitts den Vorrang. Wie lieb ist er bitte, gell? Okay, welche Spur nehme ich? Welche Spur nehme ich? Ich bleibe rechts. Jawohl! Und hoch kann Moshi. Yes! So, jetzt sollten wir aber links rüber hier. Gehen wir in die Mitte. Oh, nur nicht abrutschen irgendwo hin. Nein, wir bleiben schön in der Mitte. Wow! Der Ast hier hat mir... Guck mal, wo mein Fuß hängt. Jetzt kommt Förster Pavel und kümmert sich hier um den umgefallenen Baum, wo ich doch sehr hängen geblieben bin. Das habe ich unterschätzt. Ich dachte, ich ziehe den so ein bisschen mit. Also, dass ich bei so einer Tour nochmal bei Baumfellarbeiten dabei bin, das hätte ich auch nicht gedacht. So, an dem Stück bin ich gerade hängen geblieben. Maybe you can just help me to lift her up again, so I don't lose any power. Okay, so get in position. 1, 1, 2, hoppa! Thank you. You're welcome. Oh, you broke your bag. Kabelbinder, eine Lösung. It's the best invention in a human
Probably human life, even not only motorcycle life, but human as well. Ja. Es ist 4:45. Wir haben es noch eine halbe Ewigkeit bis an die rettende Straße und ich habe noch keine Ahnung, wo ich heute Abend übernachten werde. Ist auch gut, gell? Hey, aber immerhin, es regnet nicht. Könnte ja noch viel schlechteres Wetter sein. Ihr seht, hier kommt sogar ab und zu ein bisschen die Sonne durch. Also, ich bin ganz tiefenentspannt. Und der Teil jetzt hier, der sieht sogar so aus, als würde ich ihn mögen. Ja, hier kann man in der Mitte schön fahren. Und selbst wenn man abrutschen würde, denke ich, ist das nicht gleich das Ende. Aber ich bleibe einfach in der Mitte. Und es ist gut zum Fahren. Hier ist es schön zu fahren, so mag ich das. Ja, das ist ein schöner Schotterweg. Passt. So kann es gerne bleiben. Vor allen Dingen, wenn wir hier auch so wirklich unsere 20 bis 30 Stundenkilometer schnell fahren können, dann ist alles im grünen Bereich. Ich sag euch Leute, das hört hier heute nicht mehr auf mit diesem Weg. Es ist wirklich nur noch ein Weg. Wer jetzt hier nicht von Offroad spricht, okay, der muss unbedingt mal herkommen, weil das ist wirklich gigantisch zum Fahren. Gigantisch schwierig, gigantisch steinig und vor allen Dingen anspruchsvoll mit einem leichten Motorrad wie die Uschi, aber machbar. Oh, aber wirklich sehr langsam und jetzt sehe ich durch die Sonne nichts mehr. Ich sehe absolut nichts mehr. Okay, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Ich bleibe hier links. Dann gehe ich rechts rüber und so weiter und so fort. Wieder ein anspruchsvolles Teilstück geschafft. Und ich war es bisher immer so gewohnt, dass man mal 100, 200 Meter wirklich technisch unterwegs sein musste. Aber dann hat sich auch alles wieder relativiert und man kam einfach gut vorwärts. Aber hier ist es so, dass ich jetzt heute sagen muss, hier ist ein großer, sehr großer Teilabschnitt, höchste technische Anforderungsstufe für eine Reise Enduro wie die GS. Also mit einem Motorrad jenseits der 250 Kilogramm Leergewicht. Wirklich krass. Aber auf der anderen Seite auch wieder extrem zu beobachten, was dieses Motorrad in der Lage ist zu meistern. Das ist ja, nach diesem Albanien-Trip, nach diesem ganzen Balkan-Trip kann man sagen, dieses Motorrad ist ein Motorrad, womit man auch die Welt super cool bereisen kann, selbst wenn es an der einen oder anderen Stelle mal so richtig knifflig wird. Natürlich Hard Enduro ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und das geht mit der Uschi nicht. Wobei das hier an manchen Stellen für mich schon hart genug ist. Also mehr brauche ich dann auch wirklich gar nicht in meinem Leben, um glücklich zu werden. Bin sehr glücklich heute. Leute, was ist das hier für ein Wahnsinnstrack? Oh mein Gott. Auch hier wieder Glück, dass ich ihn so rumfahre und hier runterkomme und nicht hier hoch muss. Das ist wirklich sehr anspruchsvoll. Sehr, sehr anspruchsvoll. Wow. Pavel hat mir hier gerade eine Abkürzung gezeigt, die wir nicht gefahren sind. Und ich sagte zu ihm aus Spaß, ja komm, das ist doch nicht so schwer, sieht doch alles super flach aus. Und dann sagt sie mir, nee, nee, das ist oben richtig anspruchsvoll und dass wir das nächste Mal fahren, wenn ich herkomme. Da habe ich ihm gesagt, wie oft habe ich während der Fahrt unter meinem Helm gesagt, dass ich diese Tour hier nie wieder fahren werde. Er musste so lachen. Ja, das ist wirklich so. Ich denke mir manchmal, ich habe das jetzt hier einmal geschafft. Also noch habe ich es ja nicht geschafft, aber vielleicht werde ich es jetzt irgendwie heute noch zum Abschluss bringen, ohne dass das Bike und ich extremen Schaden davon nehmen. Das würde ich mir zumindest sehr wünschen.
Und dann ist es auch in Ordnung für mich. Dann habe ich das einmal geschafft. Dann ist es auch nicht so, dass ich jetzt sagen muss, jeden Sommer muss ich jetzt diese Strecke hier fahren. Vielleicht in ein paar Jahren sehne ich mich wieder nach absoluten Crazy Enduro, wie ich das hier bezeichnen würde. Aber ja, jetzt erstmal so ist da dann auch ein Haken gemacht. Das sind gerade die letzten Meter, die Pavel und ich heute zusammenfahren werden in Richtung Sonnenuntergang. Denn für Pavel geht es jetzt hier gleich an, übrigens diese Hauptkreuzung laut Navi, Richtung Biskupje, das ist links, und ich werde rechts fahren in Richtung Tirana, wobei ich glaube heute nicht mehr die Hauptstadt erreichen werde. Es ist einfach zu spät. Ich bedanke mich natürlich jetzt nicht nur bei euch, dass ihr so lange zugeschaut habt, sondern bei diesem jungen Mann dort. Das ist Pavel, mein new friend, mein neuer Freund aus der Tschechischen Republik. Er hat mich heute hier durchgeboxt. Er hat Respekt mit mir gehabt, mit einem etwas zu schweren Motorrad durch dieses etwas zu schwere Terrain für mich. Und wir haben es geschafft. Thank you so much for guiding me and pushing me through this Most welcome. Welcome anytime. crazy thing here. This was really like... We do it up. Okay, yeah, for sure. Maybe tomorrow. Ja, das nächste Mal möchte er mit mir die andere Richtung fahren. Ich habe gesagt, vielleicht morgen. Nee, jetzt freue ich mich auch ein bisschen auf einfach nur ein bisschen dahin cruisen, wobei das noch eine ganze Weile dauern wird, bis es zum Cruisen geht. Wie gesagt, das hier ist ein Hauptweg. Ja, das ist der wilde Balkan. Die Hauptstraße Richtung Sonnenuntergang. Was für ein gigantisches Bild gerade vor mir. Kann die Kamera natürlich niemals so einfangen. Deswegen erzähle ich es euch. Und das hier ist die, wie heißt sie? SH36. Allein, dass dieser Weg hier so eine Art Straßenbezeichnung bekommen hat, ist ein Traum. Natürlich, in 30, 40 Jahren ist hier eine wunderbar asphaltierte Straße. Davon ist auszugehen, so wie sich Albanien entwickelt. Dass hier auch einfach am Abend mitten im Nirgendwo dir ein Mensch entgegenkommt, ist unvorstellbar. Die Leute legen hier noch große Strecken zu Fuß zurück. Das ist gerade so eine geile Offroad-Piste. Hier kommt man schnell vorwärts, macht unfassbar viel Spaß gerade zu fahren. Einfach weil man heute den ganzen Tag so anspruchsvolle Sachen gefahren ist, dass man jetzt hier so einen Weg einfach fährt, als wäre es eine normale Straße. Das ist beeindruckend. Macht einfach mega viel Spaß. Und der Blick von hier oben in dieses Tal ist einfach nur Wahnsinn. Womit habe ich das denn heute noch verdient? Was für ein unglaublich intensiver Tag war das heute, bitte. Und er ist noch lange nicht zu Ende. Zur späten Stunde, die Sonne ist ja mittlerweile schon untergegangen, fahre ich hier nochmal einen richtigen Bergpass. Da unten sieht man den weiteren Streckenverlauf und es sieht einfach nur irre gut aus. Da hinten ein großer See, die Sonne am Horizont schon untergegangen. Wahnsinn! SH36 ist die Bezeichnung dieser, ja, irgendwie dann doch Hauptverkehrsachse. Der Vorteil dadurch ist, dass ich immer weiter runterfahre. Es sind jetzt mittlerweile schon 14 Grad. Ja, eben war es nämlich noch bitterkalt und jetzt ist es einfach nur angenehm. Wunderbar. Und auf diesem Schotterweg hier lässt es sich auch wunderbar fahren. Also ich schaffe hier so meine 25, 30 mal auf 35 Stundenkilometer. Und wenn ihr euch nach solchen Wegen hier sehnt, weil ihr sagt, Mensch, selbst vielleicht in Italien ist immer mehr reguliert und man darf nur an gewissen Wochentagen irgendwelche Strecken fahren. Hier sehen die Hauptverkehrsstraßen in den Bergen so aus wie in Italien einige Bergpässe, wo wir so hinpilgern. Also Albanien ist und bleibt wahrscheinlich auch noch für eine ganze Weile ein absolutes Enduro Eldorado. Für Leute, die sagen, sie wollen richtig Hardcore. Ja, richtig Hardcore, sowas, was du mit der GS nicht mehr fahren kannst. Bis hin zu richtig anspruchsvoll, sowas, was ich heute gefahren bin. Oder halt hier
seichtes Gelände, einfach mal ein bisschen ausprobieren, einfach mal ein bisschen fahren. Na schaut, hier kommt ja auch ein Auto entgegen. Fahren wir mal schön weit rechts, dass wir hier kein Problem haben. Danke sehr. Er winkt zurück, total nett. Ja, und so sieht das dann hier aus. Also hier kommt wirklich jeder Motorradfahrer, jede Motorradfahrerin, je nachdem, was man natürlich so erleben will, auf seine Kosten. Und wer von vornherein sagt, ah, nee, sowas hier traue ich mich nicht, möchte ich nicht, kein Bock drauf, möchte nur schöne Straßen fahren, auch das gibt es in Albanien mit gewissen Abzügen, weil manche Destinationen erreichst du halt nur über solche Wege. Da kommt man dann auch nicht drum rum. Sehr beeindruckend der Tag. Oh Mann, was bin ich Pavel dankbar, dass er mich da durchgezogen hat, dass wir das zusammen gemeistert haben. Habe ich eigentlich noch ein bisschen mehr Licht? Ja, da habe ich noch mal welches. Ui, bin ich jetzt etwa hier auf bestem Asphalt unterwegs? So eine Reise in ein Land, welches so anders ist als unsere Heimat, das gibt unglaublich viel Dankbarkeit zurück. Also für mich, zu erkennen, wie wertvoll eine Straße ist. Sie ist selbstverständlich bei uns, oder? Wie wertvoll eine warme Dusche ist, in einem schicken, sauberen Bad. Ja, sorry, dass ich euch jetzt gerade aus diesem Video rausziehen muss, aber was ich nicht vergessen darf, ist zu erwähnen, wie wertvoll und wie absolut nicht selbstverständlich es war, dass Pavel mich über den ganzen Zeitraum da durchgezogen hat. Er hat mir alles gezeigt, er hat mir so viele Details erklärt um den Lure-Nationalpark, um seine Mission Trees for Lure. Und er macht sich eine unglaubliche Arbeit und er ist ja kein Albaner, er kommt aus Tschechien. Alleine das, was er dort aufgezogen hat, ist es heute wert, ihm dafür zu danken. Vielleicht fühlt sich auch der ein oder andere von euch inspiriert, jetzt auf die Website zu gehen von Trees of Lure und ich werde das jetzt tun und einen ordentlichen Betrag spenden. Danke, Pavel, und ich drücke dir so die Daumen, dass 2022 dein Jahr wird. Und natürlich auch das Jahr von euch allen, die große Projekte und Abenteuer geplant haben. So, jetzt gucke ich mal hier schnell auf die Website. Ich bin noch weit von Tirana entfernt und hier kommt auf der rechten Seite mitten im Nirgendwo so ein Riesenbau, mega beleuchtet. Jetzt bin ich gespannt, ist das ein Hotel? Ist das privat? Was ist das hier? Mitten im albanischen Hinterland treffe ich auf dieses gerade erst fertiggestellte Hotel. Das konnte man noch gar nicht buchen, weder bei Booking noch bei Google oder sonst wo. Und ich war hier quasi einer der allerersten Gäste. Und obwohl es schon spät am Abend war, bekomme ich noch ein leckeres Abendessen, beziehe mein Turmzimmer und freue mich nach einem langen und anstrengenden Tag auf eine heiße Dusche. Erst am nächsten Morgen sehe ich die wunderschöne Umgebung und bin so dankbar, genau hier gelandet zu sein. Dass dieses Motorrad mit sämtlichem Zubehör und meine Knochen heute noch ganz sind nach dieser wahnsinnsverrückten Tour, grenzt fast schon an ein Wunder. Oder aber an einen wahnsinnig hohen Qualitätsanspruch seitens der Hersteller für Motorrad, Zubehör und Kleidung. Denn auf dieser Reise wurde alles bisher wirklich bis ans Maximum an die Grenzen gebracht. Und trotzdem stehe ich immer noch hier. Das Motorrad läuft immer noch perfekt. Und ich habe richtig Bock auf weitere Abenteuer. Und ich glaube, Albanien hat noch so das ein oder andere zu bieten. Da ihr, liebe Community, relativ viele Fragen während dieser Balkanreise habt an die Technik, an den Verschleiß, an Fehler, an die Länder, an alles Mögliche, werde ich im Anschluss an diese Tour einen großen Livestream veranstalten. In diesem Livestream geht es einmal darum, auf eure Fragen, die ihr bisher gestellt habt oder die ihr später live stellen werdet im Chat, zu antworten und euch auch ein bisschen vorher-nachher zu präsentieren. Wie sah das Bike eigentlich vor der Reise aus und wie sieht die Uschi heute aus? Vor allen Dingen dann, wenn ich wieder zu Hause vor der Tür bin. Ja, bis dahin dauert es aber noch ein bisschen und in der Zwischenzeit empfehle ich euch 2 Videos, die habe ich euch hier verlinkt und würde mich natürlich jetzt noch mal sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben und einen lieben Kommentar da lasst. Vergesst bitte nicht den Abonnieren-Button hier unten drunter. Einfach kostenlos klicken auf die Glocke und nie wieder ein neues Video verpassen. In diesem Sinne, euch alles Liebe, alles Gute, euer Walle.